Am 1. März 2024 hat ein amerikanischer Bundesrichter im Bundesstaat Alabama das US-Transparenzregister, also den sogenannten Corporate Transparency Act, für verfassungswidrig erklärt. Was das für dich konkret bedeutet, wenn du eine US-Firma besitzt, darüber sprechen wir in diesem Video. Viele von euch werden über das US-Transparenzgesetz gehört haben. Hier wurde, wie gesagt, in den USA Anfang 2024 ein Transparenzregister nach europäischem Muster eingeführt durch eben die Bundesregierung in den USA. Nun hat also nur 3 Monate nach der Einführung ein Bundesgericht in Alabama entschieden, dass die amerikanische Bundesregierung, der US-Kongress, seine Kompetenzen überschritten hat und dieses Gesetz nie hätte einführen dürfen. Konkret sind die Auswirkungen dieses Urteils noch nicht allzu groß. Geklagt hatte ein Verband kleiner und mittelständischer Unternehmen. Die Mitglieder dieses Verbandes werden nun beim US-Transparenzregister tatsächlich keine weiteren Einreichungen mehr machen müssen. Darüber hinaus hat das Urteil erstmal noch keine Konsequenzen. Aber wir wissen natürlich, wie wichtig Präzedenzfälle sind. Und das ganz besonders natürlich in den USA, wo bekanntlich ja Case Law gilt. Typisch im angelsächsischen Raum, nicht so wie in Deutschland und Kontinentaleuropa, wo wir eben den sogenannten Co-Zivil- oder das Zivilrecht haben. So hat die US-Bundesregierung auch schon angekündigt, hier vor allen Dingen das Finanzministerium, dass es gegen das Urteil Einspruch erheben wird. Am Ende wird es wohl beim obersten Gericht, dem Supreme Court, landen. Dort wissen wir, dass dieses Gericht ja von konservativen Richtern, die auf Lebenszeit berufen sind, beherrscht wird. Diese wurden mehrheitlich von Präsident Trump berufen. Es ist also ganz und gar nicht klar, wie es mit dem US Transparency Act hier weitergeht. Wenn du bei uns eine US-Gesellschaft gegründet hast, die wir weiterhin betreuen, werden wir weiterhin ganz normal die Einreichungen an das US-Transparenzregister machen. Man weiß ja, wie gesagt, dass hier die Geldstrafen, die Geldbußen, wenn du hier zu spät einreichst, doch ganz erheblich sind. Wir werden sie weitermachen, bis die Rechtslage eindeutig geklärt ist. Aber man sollte eben dieses Urteil, wie ich schon gesagt habe, nicht unterschätzen. Es war der erste Fall, der hier vor einem Gericht verhandelt wurde, wo es um das US-Transparenzregister geht. Und ganz klar, das hat natürlich eine Breitenwirkung, eine Außenwirkung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass am Ende vielleicht nicht mehr so viel vom US-Transparenzregister übrig sein wird. Es ist eben wichtig zu verstehen, dass Firmengründungen und so weiter grundsätzlich bei den Bundesstaaten angesiedelt sind in den USA, nicht bei der Bundesregierung. Und hier wird in gewisser Weise eifersüchtig darauf geachtet, dass das auch so bleiben wird. Und hier will man nun nicht eigentlich die Bundesregierung der USA ihre Finger drin reinpfuschen haben in die Angelegenheiten der Bundesstaaten. Und darum ging es eigentlich auch genau in diesem Urteil, dass nämlich hier die US-Bundesregierung überhaupt kein Recht hat, den Staaten diesbezüglich reinzureden. Ich persönlich muss sagen, dass ich es erfrischend finde, auch wenn jetzt tatsächlich die Wirkung dieses Urteils vielleicht momentan noch beschränkt ist, gerade im Kontrast zu dem, was in Europa passiert. Wir haben ja schon vielfach darüber gesprochen. Es gibt immer weniger Privatsphäre, es gibt immer mehr Transparenz und Transparenz nun im negativen Sinn, im Sinne, dass der Bürger gläsern wird, insbesondere der vermögende Bürger, der Unternehmer. Das alles sind Entwicklungen, die wir auf jeden Fall mit Sorge betrachten und zu denen wir auch schon viele Videos gemacht haben. Hier ist es interessant zu erfahren, dass in den USA die Sache doch anders gesehen wird, dass es doch dort Richter gibt, die hier anders entscheiden. Und es kommt für mich auch nicht ganz überraschend, denn tatsächlich haben ja zum Beispiel auch die USA nicht beim internationalen Informationsaustausch mitgemacht und sind auch dabei, gerade jetzt im Grunde die OECD-Mindeststeuer zu kippen oder wenigstens stark zu torpedieren. Die USA haben hier also relativ wenig Interesse, mit anderen Staaten diesbezüglich zu arbeiten, sich hier abhängig zu machen.
Ganz klar, natürlich, mir ist schon klar, dass es natürlich auch in den USA hier FATCA und ähnliche Dinge gibt, wo doch hier volle Transparenz letztlich der eigenen Bürger gegen der US-Steuerbehörde auch erwartet wird. Perfekt sind die USA sicher nicht, das ist mir schon klar. Aber es gibt eben diesen Gegenpol, es gibt eben diese Gegenbewegung und generell kann man schon sagen, dass natürlich alles, was mit Firmengründungen, grundsätzlich wirtschaftlich Berechtigten und so weiter in den USA getan wird, doch weit weniger hier der staatlichen und behördlichen Aufsicht unterliegt, als dies in Europa der Fall ist. Und das sollte hoffentlich auch in Zukunft so bleiben. Also wir werden sehen, was mit dem Transparenzregister in den USA weiter passieren wird. Bisher ganz klar Business as usual. Jetzt wird sich noch nicht viel verändern, aber die Signalwirkung dieser richterlichen Entscheidung in Alabama ist doch nicht zu unterschätzen. Wenn du ebenfalls eine US-Gesellschaft hast und vom US-Transparenzregister bzw. dem Transparenzgesetz direkt betroffen bist, dann ist mein Rat an dich, einfach weiterzumachen wie bisher. Das heißt natürlich hier deine Meldung zu machen. Die erste Meldung muss ja bekanntlich dort eingehen innerhalb von 90 Tagen nach Gründung der Gesellschaft. Wie gesagt, wenn die Gesellschaft von uns gegründet und verwaltet wird, dann übernehmen wir diese Meldung. Ansonsten wirst du es selbst tun müssen. Und wann immer sich dann an den Eigentumsverhältnissen der Gesellschaft etwas ändert und neue wirtschaftlich Berechtigte hinzukommen, die zu mehr als 25% an der Gesellschaft wirtschaftlich beteiligt sind oder anderweitigen Einfluss haben, muss eben die Meldung erfolgen. Mein Rat an dich, mach das erstmal weiter, aber halte die Augen auf, folge hier unserem Kanal, unseren Videos und anderen Newsquellen. Vielleicht wird ja schon in wenigen Jahren der US Transparency Act Geschichte sein und die komplette Transparenz hier der Bürger, die Unternehmen besitzen, wird hier erstmal keine Realität werden, wenigstens nicht in den USA. Ich fände es sehr positiv, wenn es so wäre. Die USA sollen gerne weiterhin der Standort sein, wo man eben hier doch einigermaßen vertrauenswürdig und vertrauensselig Gesellschaften gründen kann. Es ist ja nicht so, dass es bisher wirklich anonym in den USA war. Man hat ja bisher auch an die Steuerbehörde wenigstens einmal im Jahr mitteilen müssen, wer hier zu 25% an der Gesellschaft tatsächlich beteiligt war. Also auch bisher gab es keine komplette Anonymität, aber wie gesagt, wenigstens in gewissen Teilen hatte man Anonymität gehabt. Das finde ich sehr positiv und das sollte hoffentlich auch weiter so bleiben. Ehrlich gesagt macht diese Entwicklung ja auch die US-Gesellschaften weiterhin interessant, auch für Ausländer und auch dann gerade, wenn es um das Thema Vermögensschutz geht. Hier gibt es ja noch andere Faktoren, die für US-Gesellschaften sprechen. So gibt es zum Beispiel den deutsch-amerikanischen Freundschaftsvertrag von 1953. Hier werden in diesem Vertrag weitreichende Geständnisse an die Amerikaner gemacht. So ist zum Beispiel dort ganz klar geregelt, dass im Falle einer staatlichen Enteignung amerikanische Gesellschaften hier voll entschädigt werden müssen. Also wenn diese durch den deutschen Staat enteignet werden würden. Nun, ich glaube ja nicht, dass es unbedingt zur Enteignung kommen wird, aber allein schon diese Sonderstellung hier der USA, denn einen solchen Vertrag gibt es mit keinem anderen Staat, sollte uns aufhorchen lassen. Da hat wohl der deutsche Staat Respekt vor einem anderen Land und auch hier vor den Gesellschaften, die in diesem Land gegründet werden. Daher also zu Vermögensschutzgründen kann sicherlich die US-LLC oder auch andere Rechtsformen eine interessante Rechtsform sein. Man muss natürlich sich immer genau den Kontext überlegen. Es macht natürlich nicht immer Sinn. Man kann das nicht hier alles über einen Kamm scheren. Da muss man vorher genau überlegen, ist in diesem Kontext die US-Gesellschaft sinnvoll oder nicht. Aber auch gerade in Szenarien, wo man vielleicht nicht mehr in Deutschland lebt, nicht mehr in der EU lebt, ist es natürlich umso interessanter und relevanter, hier eine mögliche Rechtsform zu haben, die man eben international verwenden kann, wo es jetzt nicht immer 100%ige Transparenz gegenüber allen und jedem gibt, inklusive Journalisten, Medien und so weiter und so fort, sondern wo man sagen kann, hier kann ich im Grunde genommen mein Vermögen für meine Familie planen, für meine Familie verwalten und muss mir nicht von einem zugriffigen Staat in die Karten schauen lassen, denn darum genau geht es ja
Wir wollen alle unser Vermögen schützen und wir wissen, dass der Staat laufend auf der Suche ist nach neuen Geldquellen, wo er also dir von hinten sozusagen in die Kasse greifen kann. Diese Gelegenheit wollen wir ihm ja nach Möglichkeit nicht bieten. In diesem Kontext sind natürlich dann auch US-Gesellschaften interessant und dann ist eben auch relevant, ob es hier einen Corporate Transparency Act gibt oder nicht. Selbst wenn es ihn gibt, natürlich bleiben sie trotzdem interessant, denn auch das Transparenzregister in den USA ist ja nicht öffentlich. Zusätzlich muss man sagen, dass die Behörde, die hier dafür verantwortlich ist, FinCEN, hier ganz chronisch überlastet ist, zu wenig Personal hat. Also das heißt, wie viel Transparenz hier am Ende dann dennoch möglich ist, wird man sehen müssen. Aber besser wäre es natürlich ohne. Ganz klar, nicht um irgendwas Illegales zu machen, darum geht es hier ja gar nicht. Aber einfach sagen zu können, ich will hier nicht alles offenlegen gegenüber dem Staat, gegenüber einem Register. Ich will letztlich hier diese Informationen, wer hier jetzt berechtigt ist, wirtschaftlich bei meiner Gesellschaft für mich behalten. Das geht niemand anderen etwas an. Ein Tipp an dieser Stelle noch. Trusts sind ja anders als Stiftungen keine juristischen Personen. Das heißt also, sie sind demnach auch nicht verpflichtet, Informationen an das amerikanische Transparenzregister im Rahmen des Corporate Transparency Acts hier einzureichen. Ja? Also das heißt, der US Trust kann natürlich gerade bei nicht-amerikanischem Vermögen aus steuerlicher Perspektive sehr interessant für dich sein. Er ist natürlich chronisch inkompatibel mit dem deutschen Erbschafts- und Schenkungssteuerrecht. Daher bringt es im Grunde nur wirklich was, wenn du deinen Wohnsitz aus Deutschland wegverlegst und dann Vermögensplanung machen willst. Aber dazu wollen wir nochmal ein eigenes Video machen. Aber an dieser Stelle sei nur gesagt, neben den juristischen Personen, die eben ins Transparenzregister eingetragen werden müssen in den USA, gibt es auch den Trust. Und der Trust ist eben nur ein Vertrag, aber keine juristische Person. Und insofern muss man ihn auch nicht dem Transparenzregister melden. Wenn steuerliche oder rechtliche Fragen in den USA für dich ein Thema sind und du Erklärungsbedarf hast, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Wir sind 2008 in den USA präsent. Unser Office ist in Austin, Texas. Wir haben viele deutschsprachige Mandanten, deren US-Gesellschaften wir betreuen oder auch um deren persönliche Steuerangelegenheiten wir uns kümmern. Ich würde mich freuen, auch dich bald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.